Moin Leute, willkommen im Wunderland. Ich bin hier in unserem neuesten Bauabschnitt Patagonien. Die Modellbauer befinden sich schon langsam im Endspurt mit ihrer Arbeit. Und ihr könnt heute Moritz, Marvin, Mohamed, Felix und meiner Wenigkeit dabei zugucken, wie wir unsere Knopfdrücker entwickeln, um hier noch ein bisschen mehr Leben und Bewegung in den Anlagenteil zu bringen. Viel Spaß dabei! Ich hatte mir für den Abschnitt hier einen schönen Geländewagen einfallen lassen, der über Stock und Stein fahren kann, der über Gleise fahren kann, der steile Berge hochfahren kann. Das Problem ist, darunter müsste ein Kettenantrieb mit einem Magneten, der ihn nach vorne befördert. Und ich habe hier nirgends unter der Anlage einen Platz gefunden, wo ich das problemlos einbauen kann. Also habe ich mich auf der Anlage umgeguckt und den einzigen Platz, wo ich problemlos eine Mechanik unterbringen kann, ist tatsächlich hier hinter der Anlage. Der Platz ist 10 cm breit, aber ich kann dafür nach unten so viel bauen, wie ich möchte, und nach links und rechts habe ich so viel Platz. Hier werde ich jetzt zwar weiter bei dem Thema Offroad bleiben, ich werde aber einen Motorcrosser nehmen, der hier hinter der Anlage längs fährt, eventuell einen Sprung macht, am Ende dreht und wieder zurückfährt. Und so sieht das Ganze aus. Ich habe den Platz von links nach rechts so weit genutzt, wie es geht, und da unseren längsten Linearantrieb genommen. Da sitzt mein Motorradfahrer zwischen. Dann habe ich einmal die Hügelkette abgezeichnet hier auf das Holz und nachgesägt, damit er eben immer an der Oberfläche längs fährt und sich den Gegebenheiten anpasst. Und am Ende soll er dann eben immer noch drehen, und wenn er angekommen ist, fährt er wieder zurück. Ich habe da in der Werkstatt schon viel dran gearbeitet und auch schon einige Probefahrten gemacht. Einmal hatte ich das Ganze hier auch schon in die Anlage gehalten, und da ist mir aber aufgefallen, dass nach oben hin Holz gefehlt hat, um das Ganze mit der Anlagenkante zu verbinden. Daher habe ich das Ganze nochmal runtergesetzt, und jetzt können wir es nochmal einsetzen und schauen, wie das Ganze aussieht. Der Mofa-Fahrer hier ist übrigens nur ein Platzhalter. Mir ist durchaus bewusst, dass die auch in Südamerika schon ziemlich coole Crossmaschinen von Kawasaki und Co. haben. Und da wird der Modellbau uns natürlich noch einen schönen bauen. Der Mensch auf dem Mofa war nur der erste, den ich bei mir in der Werkstatt gefunden hatte, der auf dem Zweirad rumgefahren ist. So, er fährt schon mal vernünftig hin und her. Man sieht jetzt, dass er auf der rechten Seite noch bestimmt 2 cm runtergesetzt werden muss, damit man die kleine Stange nicht mehr sieht. Dann noch die Zahnstangen einsetzen, damit er sich dreht jeweils am Ende. Und dann passt das schon. Das sieht jetzt schon mal gut aus, aber eine Sache fehlt mir da noch. Könnt ihr mir mal bitte richtig geilen Motocross-Sound dazu einspielen, lieber Schnitt? Ja, das war schon gar nicht so schlecht, aber ich würde das Ganze auch gerne noch mal mit Mofa-Sound hören. Kann ich mir eigentlich jeden Sound wünschen? Dann möchte ich das Ganze auch noch mal mit dem Harley-Sound haben. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare, welcher Sound euch zu dem Knopfdrücker am besten gefallen hat und welchen wir hier später einspielen sollen. Ja, ich baue die Draisine für Patagonien. Die ist neben dem Bahnhof, den Gerhard so schön aussprechen kann. Incenario Chagubachi heißt ja. Und ich würde euch jetzt einmal kurz zeigen, wie ich mir das gedacht habe. Wir haben ganz oben unsere Schiene, wo unsere Draisine drauf fährt, mit einem Magneten. Unter der Platte dann ist der Zahnriemen mit dem Motor, der natürlich den Zahnriemen antreibt, und die Motorsteuerplatine.
Und damit wir an dem Bahnhof In Scenaiero Ciagubaci keine sichtlichen Schlitze haben, haben wir jetzt überlegt, ob wir da noch einfach eine Polyplatte machen, damit dieser Bahnhof in Scenaiero Ciagubaci einfach auch schön aussieht, damit das von unten nicht durchleuchtet unter der Anlage, dieses Licht. Und da muss ich halt noch gucken, ob die Anlagenplatte, also sozusagen meine Aluplatte plus die Polyplatte, nicht zu dick wird, dass es mit den Magneten noch funktioniert und dass die Dresine überhaupt noch mitgezogen wird. Und wenn das dann klappt, dann können wir es hoffentlich bald im Bahnhof in Scenaiero Ciagubaci einbauen. Ja, und jetzt können wir mal gucken, ob das Ganze fährt und was besser ist, ob anziehend oder abstoßende Magneten. Das wäre jetzt anziehende Magneten. Und das Ganze mal mit abstoßend. Es sah eigentlich jetzt ganz gut aus. Man hat aber gesehen, dass die Anziehenden ein bisschen besser liefen als die Abstoßenden, aber immer noch so ein bisschen gezittert haben. Ja, da muss ich jetzt auch so Kleinigkeiten machen und ein bisschen mit den Magneten rumspielen. Und wenn ich das dann geschafft habe, kommt es in den Bahnhof. in Scenaiero Ciagubaci heißt ja, ganz spannender Name. Heute geht es um Knopfdrucke. Ich habe mich was überlegt und hier habe ich gebaut einen Knopfdruck, wo die Pinguine so im Kreis laufen und hier in der Mitte rutschen so ein paar auf den Bauch. So sieht die Mechanik aus. Ich habe hier 2 Motorhalter selbst gemacht mit 3D-Drucker für die 2 Motoren, die ich hier nutze. Und jetzt mache ich das an. Dann können ihr das sehen. Ja, das sieht gut aus. Muss man gucken, einfach mit der Geschwindigkeit. Aber ich bin persönlich sehr zufrieden. Ja, muss man auf jeden Fall in der Anlage einfach testen, wie das alles da läuft. Wenn der Südpol da ist und dann können wir das einbauen. Ich baue hier auch einen Knopfdrücker für Patagonien. Das ist ein Abgleich von einem Gleisstück, wo kein normaler Zugbetrieb in Patagonien fährt. Und ja, ich habe mir da überlegt, dass man, weil da eine Schafsverladung ist, wir halt sozusagen grasende Schafe auf dem Gleis haben. Und dann kommt aber ein Zug reingefahren und dann müssen sie natürlich rechtzeitig vom Gleis runtergehen, bevor der Zug über sie drüber fährt. Und da habe ich mir eine Mechanik ausgedacht, dass ich sozusagen einen Linearantrieb habe, der Zahnradstangen vor und zurück bewegt und dann mit den entsprechenden Gegenstück die Drehbewegung vom Gleis zum Gleis hinführt. Man kann das mal hier so auf kurz zeigen. Das wären dann so Schafe aus so einem Draht und dann würden sie halt so vor und zurück gehen. Ich habe hier aber noch ein bisschen was zu tun. Also ich habe das schon mal vorbereitet und ihr könnt mich dabei jetzt mal begleiten. Also ich habe mir jetzt hier ein Messing angespitzt, 4er Material, rund, womit ich gleich meine Markierungen setzen werde, um den Draht für die Schafe durchzuführen und damit ich halt weiß, wo ich die Bohrung setzen muss im Gegenstück von der Anlage.
Wir haben jetzt einen kleinen Zeitsprung hinter uns. Ich habe mir alles nochmal neu überlegt, die Anordnung von Zahnrädern zu Zahnradstange. Ich musste näher ans Gleis kommen, damit die Drähte nicht so lang sind und sich überschneiden. Und wenn ich mir das Ganze jetzt mal anschaue, bin ich auf jeden Fall zufriedener als mit dem ersten Versuch. Die Fläche an sich sollte noch ein bisschen dichter übers Gleis kommen. Vielleicht wäre es auch schöner, wenn es mehrere kleine Herden sind, damit der Drehradius nicht so groß ist und die Laufwege der Schafe irgendwie natürlicher aussieht. Aber dafür ist noch ein bisschen Zeit notwendig. Ich werde mir auch noch mal einen Modellbauer dazu holen, der mir vielleicht noch ein paar Tipps geben kann oder Ideen hat, wie man das Ganze schöner ausschmücken kann. Und ich werde euch das Ganze dann gerne bei einem neuen Update zeigen. Ich habe für Patagonien die Drehscheibe gebaut. Sieht so aus. Auf einer Drehscheibe wurden früher Loks gewendet, damit sie in der richtigen Richtung fahren. Die Unterkonstruktion haben wir von den Argentiniern bekommen und ich habe dann unsere Mechanik da angebaut mit unserer Motorsteuerplatine und so weiter. So sieht meine Drehscheibe von unten aus. Hier an der Seite haben wir unsere Motorsteuerplatine, womit wir dann die Bewegung ansteuern. Und hier drunter habe ich mir eine kleine Baugruppe gebaut, um die Bewegung darzustellen. Hier in der Mitte ist ein gedrehtes Teil. Da kommt nachher noch ein Kabel durch für die Beleuchtung von der Lok. Drumherum habe ich ein paar 3D-gedruckte Teile. Und das Ganze zeige ich euch dann gleich im Detail. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Leitung jetzt wieder rausgezogen. Das liegt daran, dass mir leider aufgefallen ist, dass hier vorne die LED kaputt gegangen ist. Und da das ein größerer Aufwand ist, diese LED zu tauschen, weil die hier unterm Lack verlegt wurden, die Leitung, muss ich mich damit noch mal ein bisschen beschäftigen. Und das könnt ihr dann im nächsten Update sehen. Ach, ich trauere trotzdem irgendwie immer noch meinem schönen Geländewagen hinterher, aber naja. Ich hoffe, ihr hattet bei der Folge heute genauso viel Spaß wie wir. Bis zum nächsten Mal.